Der schießt. Er schießt. Warum schießt denn die Scheiße? Der qualmt mir die ganze Bude zu. Scheiße. Ist der Schlag ab. Ganz schön. Ach, Scheiße, habt ihr es gesehen? So, Freunde, fertig ist das geplottete Folienstück auf dieser Platte. Das legt man drauf und dann kommt man mit einem Bügeleisen und bratzelt das darauf. Das ist wirklich was für jeden zu Hause. Geil, das ist ein Gamechanger. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Sonntags-Update. Es geht weiter mit unserem geliebten H2D in der Laser-Kombo mit den grünen Scheiben, mit den grünen lapprigen Scheiben. Aber so ist das halt. Heute geht es einzig und allein ums Thema Plotten. Ich wollte das Video eigentlich erst in ein paar Tagen machen, aber ich bin jetzt so hibbelig und will jetzt endlich diese Bird's-Eye-Kamera hier oben im Programm sehen und anfangen mal ein bisschen was zu plotten. Und ich habe viele Ideen, was ich damit Schönes machen kann. Also, bleibt dran, Freunde. Wir gucken jetzt mal, was wir hier noch so haben. Ich habe hier den Laserkopf, den müssen wir noch warten. Das brauchen wir jetzt. Und hier ist auch noch was drin, was wir brauchen. Und das packen wir jetzt aus. So, Sesam, öffne dich. Hier haben wir schon ein paar Sachen, aber ich glaube, ich weiß gar nicht. Ach, die sind auch zum Plotten und Lasern. So eine Mischung. Und dann müssen wir das mal hier abheben. Das ist das Laserbett, das brauchen wir jetzt nicht. Hier sind noch Lasermaterialien. Und hier ist das Grip-Bett. Das will ich haben. Ja. So, zack. Das ist das Light Grip und hier ist Strong Grip. Ja, Light Grip wird ja wohl reichen. So. Ja, cool. Ist ein bisschen klebrig. Und Strong Grip. Ein bisschen mehr klebrig. Gut, ich lasse die Folie nochmal drauf. Ich würde sagen, ui, was war denn da gerade mit meiner Frisur los? Wir tauschen die Betten jetzt erstmal einmal aus. Sesam, öffne dich. Druckplatte ab, Druckplatte nach unten. Das ist ein Fussel. Und dann können wir das mal einlegen hier. Zack. Bob. Die ist jetzt ein bisschen schmaler. Sieht man gleich. Aber es ist jetzt fein. So. Tür wieder zu. So, das ist alles zum Lasern. Hier ist noch was drin, was wir brauchen könnten. Das ist alles zum Lasern und hier sind nämlich Folien drin irgendwie. Ich weiß nicht, was das für Folien sind. Schauen wir mal. Sind das überhaupt Folien? Ah nee, das ist einfach ein Stück Papier und das hier. Ach, das ist auch ein Stück Papier. Ach, das ist so eine Karte, die man basteln kann. Mit so einem schönen Glitzerpapier. Okay, gut. Das wäre dann jetzt zum Malen ganz interessant. Das kann ich mal draußen liegen lassen. Und dann haben wir hier diese Accessory Box, nämlich das Cutting-Modul. Das ist ganz wichtig, das brauchen wir jetzt. So, und das packen wir jetzt mal aus. Das kann man so rausschieben wie so eine Schublade. Zack. Und das ist das eigentliche Cutting-Modul. Das ist dann noch so ein Stiftehalter. Das ist auch der Stiftehalter. Und hier ist das Cutting-Modul. So, hier haben wir auch das Kabel. Wenn man hier vorne drauf drückt, da sieht man es auch schon, da ist die Klinge. Die ist winzig klein. Da ist die Klinge da vorne. Jetzt mal wieder die Schutzkappe rauf machen. Und dann schließen wir es jetzt mal an. How das funktioniert, weiß ich nicht. But we will try it yet. So, wir werden das jetzt mal ausprobieren. Ich muss hier, glaube ich, gar nichts umstellen. Der erkennt das schon gleich von alleine. So, wir tauchen in die Drucker ein und müssen hier so mal so eine Kappe abnehmen. Zack. Das ist diese transparente Schutzkappe. Die muss ab. Und dann müssen wir hier den Hebel öffnen und das da irgendwie so drauf sliden. Genau. Zack. Ah, jetzt ist da auch schon was passiert. Laser- und Schneidmodul mit Werkzeugkopf verbunden. Der Trockenprozess wird automatisch gestoppt. Ah, super. Jetzt können wir nicht mehr trocknen, warum auch immer. Jetzt müssen wir den Stecker einstecken. Das ist natürlich auch super leicht, wenn man nichts sieht, dank der schwarzen Scheibe oben drauf. Aber ich denke, ich kriege das hin. So, hinten. Irgendwie wird der Stecker da schon reingehen. Oder auch nicht. So, wenn man das noch nie gemacht hat,
sollte man vielleicht einmal den Glasdeckel abnehmen, um zu gucken, wie es geht. Ah, okay, gut. Ja, habe ich mir natürlich ganz anders vorgestellt. Ich nehme den mal ab, den Glasdeckel. Und dann kann man nämlich ganz langsam, ganz entspannt hier so eine Silikonkappe entfernen. So, und dann diesen Stecker nehmen und da einführen. So, und jetzt schauen wir mal aufs Display drauf. Und jetzt sagt er uns erstmal, es wurde ein Firmware-Update entdeckt. Möchten Sie es aktualisieren? Ja klar möchten wir das. Luftpumpe, Klingenadapter aktualisieren. Ach, 20 bis 30 Minuten kann das dauern. Nur um die Plotterklinge zu benutzen. Okay. Das wird schneller gehen. Ach, guck mal, wir sind ja schon bei 24%. Gar kein Thema. Eine Ewigkeit später. So, Bird's Eye Kamera ist noch nicht eingerichtet. Deswegen richten wir die jetzt gleich einmal ein. Wir hier drauf tippen. Notaus-Taster und Sicherheitsschlüssel müssen wir ranstecken. Notaus beim Plotten. Wofür brauchen wir denn sowas? Aber wenn das da steht, dann machen wir das. Also, holen wir uns hier den Notaus einmal heran. Das ist der Notausschalter. Zack. Und den müssen wir jetzt anschließen. So, der Notaus, der wird auf dieser Seite hier festgemacht. Da ist so eine Markierung und auch ein Sticker. Und da müsst ihr irgendwie runter und dann geht das los. So, einmal ein bisschen anheben. Zack. Und dann sitzt er da. Dann drehen wir uns den Otter nochmal. So, und hier ist so ein Sicherheitskey. Den müssen wir rausziehen und müssen dann diesen Stecker da reinstecken. Zack. Und diesen Sicherheitskey, den müssen wir uns gut wegpacken, weil den brauchen wir zum 3D-Drucken. So. Ei. Der Drucker ist jetzt einmal ausgegangen. Jetzt fährt er wieder hoch. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Zack. Er bimmelt auch wieder. Was steht da jetzt? Vor der Verwendung des Laserschneidbrenns muss die Position der Bird's Eye Kamera bestimmt werden. Bitte führen Sie die Einrichtung durch, um die Kamera zu kalibrieren. Gehen zum Setup. Okay, schließen Sie die Bird's Eye Kamera an. Ja, die ist ja schon werksmäßig angeschlossen, würde ich mal glatt behaupten. So, vergewissern Sie sich, dass die Bird's Eye Kamera gut verriegelt ist. Wie, die ist verriegelt? Ja, die ist ja fest. Die ist ja eingebaut vom Werk aus. So, weiter. Lasermodul wieso Lasermodul einschieben? Jetzt brauchen wir das Lasermodul. Wir brauchen das Lasermodul. Okay, hier ist das Lasermodul. Also, jetzt schließen wir das Lasermodul an. Das heißt, das andere Modul kann ab. Also Stecker raus, lösen und abheben. So, das legen wir mal aufs Druckbett. Das gleiche beim Laser auch. Zack, Entriegelung auf und da so reinmachen. Zack, verriegeln. Und Stecker rein da. Zack. Oh, 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 oh. Das Lasermodul ist an. Oh, sieht das cool aus. Das ist ja mal schick. So, jetzt kriegen wir hier erstmal diese Bedingungen gibt es auf Englisch und auf Chinesisch. Zustimmen. So. Geht zum Setup. Kamera, genau, ist fest. Das habt ihr euch uns eben schon gefragt. Schnellspannhebel schließen. Heizbildmarkierung. Okay. Das heißt, wir müssen diese Plotterplatte nochmal runternehmen. Und dann auch weiter. Okay. Schließen Sie die Tür. Und schließen Sie die obere Abdeckung. Tür zu. So. Und die Scheibe wieder oben drauf. Zack. Weil das erkennt er. Und wenn das nicht geschlossen ist, dann gibt es Ärger. So, schließen Sie die Tür. Haben wir gemacht. Starten. Okay. Jetzt fährt das Bett da drin hoch und runter. Und er macht wahrscheinlich Fotos. Und auf dem Bett sind so Kalibrierungs-QR-Codes. Und anhand dessen misst er die jetzt wahrscheinlich ein. Oh, ist das cool. Das sieht so cool aus. Als würde jetzt so ein Raumschiff hin und her fahren da drin. Warte mal, ich mach mal Licht aus. Oh, dann kommt das, glaube ich, noch besser. In echt sieht das noch so viel cooler aus. So, die Kalibrierung dauert wohl jetzt ein bisschen. Ein paar Sekunden später. So, also irgendwie ist das ganz schön komplex hier. Ich muss jetzt noch den Ansaugstutzen irgendwie anbauen hinten und ich muss jetzt auch da mal das Blech hier zum Lasern reintun, damit er die Kalibrierung abschließen kann. Dann machen wir das doch einmal alles. So, was sagt er jetzt? Bam, 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 bam. Achso, ich soll noch Lasermaterial da reinpacken. Ich will jetzt ja eigentlich gar nicht lasern. Warte mal. So, er sagt, ich soll jetzt hier mal so ein bisschen Pappe einlegen, was der alles für Wünsche hat. So, zack. Das habe ich gemacht. Habe ich auch alles gemacht. Keine Ahnung, was er jetzt macht. Wahrscheinlich lasert er jetzt gleich. Oh oh.
Ich habe den Laserstutzen noch nicht angeschraubt, weil ich habe keine Ahnung, mit welcher Schraube ich das machen soll. Die Schrauben, die dabei waren, da steht nirgendwo drauf, dass die hierfür sind. Und außerdem wollte ich einen anderen Laserstutzen anschließen mit einem Schnellverschluss. Zeige ich euch dann detailliert alles im Laservideo. Spannend. Gut, jetzt hat er so viel Wirbel gemacht da drin, dass die Pappe auch wieder weggeflogen ist. Laserkalibrierung. Oh Gott. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Vielleicht lasert er jetzt. Na gut. Ich hoffe mal nicht. Lieber schon mal die Absaugung anmachen hier. Nicht, dass der jetzt gleich schießt. Wenn der mir jetzt hier die Hütte verqualmt, dann platzt mir die Krawatte. Wird er es wagen? Keine Ahnung, was der jetzt macht. 60% der Kalibrierung. Ich glaube, der misst jetzt überwiegend die QR-Codes einmal ein und aus. Hallo, was macht er jetzt? Warum drehen jetzt die Lüfter auf? Er schießt. Er schießt. Warum schießt denn die Scheiße? Der qualmt mir die ganze Bude zu. Scheiße. Ist der Schlauch ab. Oh, jetzt qualmt mir die ganze Hütte dicht hier. So eine Scheißtöne. Scheiße, jetzt geht gleich der Rauchmelder an. Das war alles nicht so geplant. Warum macht er das denn jetzt? Mann. Bestimmt stand da irgendwo im Kleingedruckten, ja, könnte mit dem Laser gleich schießen. Ich wollte plotten, nicht lasern. Oh, jetzt hat er mir schön das Papier verbratzelt. Da sollte ich doch diese Christmas-Karte draus machen. Toll. Hey, dem Ding kannst du nicht vertrauen. Ich merke gerade, hier ist ja auch ein Seitenfenster. Ich kann ja auch von der Seite reingucken. Ich wollte noch nicht lasern. Ich will lieber noch 3D drucken und plotten, bevor ich mir die Kiste versau. Hä? Lol. Hat er da hinten jetzt drauf geschossen auf dieses eine Pad? Ist er jetzt fertig? Was macht er denn da? 90%. So, jetzt ist er fertig. Ich auch. Ich wollte gerade noch diesen Absaugstutzen anschrauben, aber ich finde die blöden Schrauben nicht dafür. Das wirkt hier alles schon wieder so unprofessionell. So, was ist jetzt passiert? Lasermodul kalibriert. Ja, ich wollte das Plottermodul kalibrieren. Ey, jetzt hat er mir meine Weihnachtskarte zerschossen. Gut. Wehe, ich kann jetzt nicht plotten. So, Lasermodul. Gut. Ich will aber nicht Laser. Super, das ist alles kalibriert. So, Assistant Luft, Bird's Eye Kamera online, Laserkopf bereit, Brandsicherheit. Alarm! Sehr gut. Ah, guck mal, jetzt sagt er jetzt die Temperaturen, Werkzeugkopf, Kammer, Heizbett. Das checkt er jetzt alles. Und da sind überall Flammensensoren. Ah, okay. 5 Flammensensoren hat er. Das lasse ich jetzt immer laufen. Das soll er bitte immer machen, wenn der Druck fertig ist. Wo ist diese Sirene? Das ist ja cool, aber ein bisschen leise. Ja, vielleicht, wenn die Flamme da drin entsteht, dann ist es vielleicht auch lauter. Warte mal. Eigentlich müssten wir das jetzt mal testen. Ja, lass mal testen. Lass mal irgendwas anzünden. Ah nee, komm, wir lassen das. Ich mach das Ding kaputt, bevor ich geplottet habe. Gut. Stinkt das hier drin schon wieder nach Tannenbaum. So, Laserkopf entriegeln. Alarm. So, jetzt können wir aber wieder das Plot-Modul da einhängen, weil ich will ja eigentlich was plotten. Aber schön, dass ich euch mit auf die Reise nehme hier. So, was jetzt steckt das Modul ein. Genau, habe ich doch gemacht. So, eingesteckt. So, jetzt können wir die Laserplatte runternehmen. Ich brauche ein Plattenlager hier unten drin. So, kein Assist. Sehr gut, Home. So, Klingenadapter. Der ist noch nicht kalibriert. Alles kalibriert, außer meine Klinge. Geringere Präzision. Schleppspannhebel schließen. Habe ich doch gemacht. Starten. Legen Sie die Plattenform auf den Heiz. Ja, und jetzt? Oben der Werkzeugkopf, Autocheck, schnell Spannhebel, Autocheck, Plattform, automatische Bettnivellierung. Lass ihn mal machen. So, ich habe es gefunden. Das ist die Schrauben, womit die AMS festgemacht wurde. Und da sind noch silberne Schrauben. Da habe ich mich schon gewundert, wofür die sind. Aber das sind dann die Schrauben, um den Ansaugstutzen hinten anzuschrauben. Denke ich mal. So, aber ich will nicht diesen originalen Ansaugstutzen nehmen, weil der steht sehr weit ab, wenn da noch der Schlauch rankommt. Sondern ich habe mir hier diesen Ansaugstutzen gemacht. Das ist auch so eine Schaumstoffdichtung. Der hätte man auch die vom Original nehmen können, fällt mir gerade auf. Ich habe mir die aber nachgebaut, auch schon die Schraubenlöcher durchgepiekt und die ist angewinkelt. Und hier ist nämlich ein Schnellverschluss mit einer TPU-Dichtung. Habe ich alles gedruckt. Die Teile sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich habe da extra eine Kollektion auf Makerworld gemacht, damit ihr euch alle Teile, die ich auch benutze, dann auch nachdrucken könnt. Und dann guckt das nämlich schräg an der Seite raus. Das ist viel passender als hinten. Das nimmt so viel Platz weg, dann muss da so viel Platz sein. So, ich habe den jetzt mal hinten angebaut. So, und das habe ich jetzt mit diesen 4 Schrauben hier festgemacht. Da ganz hilfreich, Tipp am Rande, es geht am besten auch mit diesem Werkzeug vom Bambulab. Das ist ja in diesem Werkzeugkit mit dabei. Und da kann man nämlich hier bei diesem Sonderteil, was ich gedruckt habe, da durchgehen und das festschrauben. So, schnell, schnell, schnell. Das Plottermodul ist jetzt fertig eingerichtet. Das heißt, wir können jetzt gleich versuchen, das erste Mal irgendwas zu plotten. So, hier steht alles perfekt, super, geil. Jetzt müssen wir hier mal so ein Stück Folie, ich nehme eine schwarze Folie,
Das müssen wir jetzt mal hier rein tun. Das Ganze ist ja klebrig. Warte mal, Pen, Blade, keine Ahnung. Ich lege das jetzt einfach da drauf. Ich habe das jetzt auf die leicht klebende Seite gemacht. So, zack. Warte mal, was ist denn jetzt darunter? Top, jetzt kriege ich das schon nicht mehr hoch. Ach super. Kriege ich da jetzt nie wieder ab. Das habe ich mir noch gleich gedacht. So, das kriege ich gleich mit diesem Pika hier hoch. Der ist nämlich selbst gedruckt und dieser Pin, der lag auch im Zugehör oben mit bei. So, die Folie ist jetzt hier drin. Das ist schon mal gut. Und jetzt werde ich schnell mal was am Computer vorbereiten und mich da reinfuchsen. Und dann zeige ich euch das auch, wie das funktioniert. So Freunde, da sitze ich schon wieder und ihr habt gesehen, ich habe geplottet und das sehr erfolgreich. Erstmal habe ich natürlich viele Folien geplottet und habe mir natürlich als allererstes mal ein paar Mal mein Logo hier vorbereitet. Das kann ich jetzt schon ausschneiden, da ist auch schon Transferfolie drauf. Aber auch hier sieht man, da fehlen ab und zu mal so I-Punkte und so. Also es ist schon ein bisschen komplexer, muss man sich ein bisschen mit beschäftigen. Dann habe ich meinen ersten Auftrag quasi damit bearbeitet. Für Dizzy Disco. Das wurde alles bestellt quasi sozusagen. Genau, also Plotten, Folien, check. Jetzt gibt es aber noch eine weitere Variante und das nennt sich nämlich auch Folienplotten. Aber das sind Transferfolien für Textilien. Und das fand ich mega cool. Es wird auch eine Folie von Bambulab mitgeliefert, die können wir auch gleich benutzen. Aber auch hier kann ich euch wieder empfehlen, so ein Packen, was ich hier habe, kostet irgendwie 20, 30 Euro. Auf Amazon. Link ist in der Videobeschreibung, wenn euch das alles interessiert. Eigentlich alles, was ich hier benutze, auch T-Shirts und Cappies, was ihr noch im Video sehen werdet, die ich halt mit dieser Folie dann auch gleich bekleben werde. Kleiner Tipp, es sind alles Affiliate-Links, also wenn ihr darüber kauft, dann unterstützt ihr mich und meinen Kanal, um noch mehr solche tolle Videos zu machen. Ich geschweige denn, euch gefallen die Videos, die ich hier mache. Deswegen würde ich mich natürlich sehr freuen, egal was ihr kauft, immer einmal vorher auf den Link klicken, dann unterstützt ihr mich damit. So, also, ich werde jetzt gleich noch ein bisschen was plotten. Ich habe nämlich schon die Sachen, die ich gleich noch aufbügeln möchte, schon ausgeplottet. Habe mir ein bisschen was einfallen lassen. Wird schick. Also, was plotten wir denn jetzt? Ich würde sagen, wir nehmen jetzt hier noch einmal der Vollstandshalber Mäßigkeit das Originalstück Folie, was uns Bambulab hier auch mitliefert. Und das kleben wir jetzt erstmal auf die Plotterfolie. Auf die Plotterplatte. Und das kleben wir jetzt erstmal auf die Plotterplatte. So, der kalibriert hier aber nochmal fleißig. Dann kann ich euch wenigstens hier drüben noch was zeigen. Also ich habe hier zwei Koffer. Das hier ist mein Laserkopfkoffer. Kann ich euch auch mal zeigen. Seht ihr dann im nächsten Video, da werde ich detailliert lasern. Ich habe schon gelasert und deswegen mache ich gerade immer so 3D-Druck, Plotten, Lasern im Abwechsel. Das heißt, der Drucker, wenn ihr den gleich noch seht, wenn er dreckig aussieht, das kommt einzig und allein vom Lasern. So, hier zum Beispiel in diesem Koffer habe ich meinen 40 Watt Laserkopf drin. Und weil ich aber noch so viel Zubehör für den Drucker habe, habe ich mir halt auch mal den zweiten Koffer hier in Orange mit lila Schrift gemacht. Und hier zum Beispiel, da lagere ich so ein bisschen Zubehör vom Drucker. Hier zum Beispiel der Air Assist Schlauch, die Werkzeugkiste und alles, was ich sonst noch so brauche, wie auch zum Beispiel den Plotterkopf. Der ist aber jetzt schon im Drucker drin und der kalibriert ja gerade. Zack, so ist immer alles gut verstaut. Die Koffer kann ich dann noch beschriften. Und hier müsste auch gerade das Schneidmodul kalibriert sein. Sehr gut. Und da seht ihr auch den Schneidplotterkopf. So, hier unten sind jetzt gerade noch so ein paar Materialien vom Lasern. Die habe ich jetzt da einfach mal drin liegen gelassen. Da muss ich noch mal ein bisschen mit arbeiten. Und jetzt können wir uns die hier mal rausnehmen, die Platte. Und hier nämlich mal die Folie aufkleben. Auf dieser Platte gibt es dann auch hier Blade und Pen. Das sind die Bereiche, wo er malen kann oder wo er schneiden kann. Und dann gibt es die Light Grip Side.
Und dann gibt es noch die Strong Grip Side. Aber die habe ich noch gar nicht benutzt, die Strong Grip Plate. Irgendwie, weiß ich nicht. Mit der Light Grip hat bisher eigentlich alles funktioniert. Also habe ich mir gedacht, dann behalten wir die auch bei. So, was ich noch geplottet habe, ist auch das hier. Das kann ich euch auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Das sind halt so Druckerpapiere. Das sind aber Kunststoff, so eine Art Kunststofffolien-Sticker-Papiere. Und da habe ich drauf gedruckt und die habe ich dann ausgeplottet. Das ist schon ein bisschen für Fortgeschrittene. Da kann ich nochmal ein extra Video drüber eingehen, wie ich das gemacht habe. Ist aber auch wirklich schwierig, aber das erzähle ich euch im Fazit. So, also wir haben dann hier so eine Folie. Das ist diese Textilklebefolie und die hat eine so eine matte Seite und eine glänzende Seite. Und wenn ihr mal die Ecke hier so ein bisschen abholt, dann werdet ihr merken, gut, dann nehmen wir uns mal hier einmal ein bisschen Werkzeug und pieken da rein. Alter. Genau, und dann werdet ihr merken, ich ziehe das mal jetzt nicht zu weit ab, ihr habt hier eine transparente Seite und eine Farbfolie. Und diese Farbfolie, die ist halt so ein bisschen wie Gummi. Deswegen ist die auf dieser Folie. Die transparente Folie muss nach unten, denn das ist später unsere Transferfolie. Das seht ihr gleich. So, ich klebe das jetzt einmal hier auf, genau in den Blade-Bereich. Oh, die Folie ist aber groß. Die steht sogar über dem Bereich rüber, wo wir überhaupt plotten können. So, einmal schön draufgeklebt. Sieht auch ganz gut aus. Und dann setzen wir die Platte doch direkt einfach mal da ein. Zack, magnetisch drin. Und jetzt können wir die Klappe eigentlich schon schließen, denn der Drucker ist soweit bereit. Jetzt müssen wir einmal das Programm vorbereiten. So, und jetzt sind wir hier im Programm Bamboo Suite. Und ihr seht, ich habe hier oben schon meine eigenen Projekte. Hier unten sind diese Projekte, die vom Bamboo Lab dann gleich mitgeliefert werden. Hier zum Beispiel die Weihnachtskarte und sowas. Machen wir vielleicht gleich auch noch was. Ich würde nämlich das Malen unbedingt gerne noch einmal ausprobieren. Wobei ich denke, dass das wahrscheinlich für mich persönlich das am wenigsten benutzte Tool sein wird. Also, wir können hier oben einfach mal ein neues Projekt aufmachen. Und jetzt können wir hier, was machen wir denn jetzt mal? Jetzt holen wir uns einfach mal mein Logo hier rein und plotten mal mein Logo auf, dass ich mir das auch aufs T-Shirt machen kann. Bam, bam. Am besten nehmt ihr hier eine SVG-Datei. Zack, dann nehmen wir einfach mal die hier. Dann fragt ihr euch, wollen wir das lasern, schneiden oder zeichnen? Ich will das jetzt schneiden. Dann passen wir das nochmal auf die Größe an, weil meine Dateien sind immer sehr groß, weil ich die auch zum Bedrucken von T-Shirts oder anderen Produkten nehme. Deswegen sind meine Dateien immer sehr hochauflösend. So, dann können wir hier Materialauswahl direkt machen und hier gibt es nämlich auch, so, dann nehmen wir hier mal diese Folie, zack. Und jetzt ist ganz, ganz wichtig, das können wir jetzt gleich schon machen, können es aber auch gleich auf der Seite 2 machen. Wir schneiden jetzt nicht die Folie so, wie wir sie sehen. Wir schneiden sie jetzt quasi verkehrt herum. Das heißt, wir müssen spiegeln. Das könnt ihr einmal machen, indem ihr auf das Logo klickt und dann könnt ihr hier oben auf Spiegeln gehen und dann horizontales Spiegeln machen. So, und dann habt ihr es halt gespiegelt. Ich zeige euch das gleich noch auf der anderen Seite. Wir können hier auch noch die Größe anpassen und die Drehrichtung. Das ist aber alles nicht ganz so wichtig, denn das können wir jetzt auf der zweiten Seite machen. Wir haben hier das Objekt, Material ausgewählt, ganz entspannt. Was sonst noch wichtig ist, dieses Logo wollte ich euch noch zeigen. Das besteht aus vielen einzelnen Teilen. Das ist manchmal so bei SVG-Dateien und die müssen wir jetzt nochmal zusammenführen, damit das auf der zweiten Seite, wir gehen hier unten auf Vorbereiten, auch gleich so aussieht. Wenn ihr das nicht machen solltet, ich kann das auch wieder teilen, dann sieht das auf der anderen Seite so aus. Das ist ja Murks. So, und das wollen wir natürlich jetzt nicht. Das ist ja doof. Wir wollen das ja als ein Stück machen. Nochmal kurz zurück. Nochmal hier oben Modellgruppe 1 zusammenführen. Bob. Und dann können wir nochmal auf Vorbereiten drücken und kommen auf die zweite Seite. Hier sehen wir jetzt schon quasi unsere Plotterplatte. So, jetzt kann ich hier mein Logo ausrichten. Ihr seht, es ist auch ein Teil. Jetzt kann ich sie auch ausrichten und kann hier die Größe bearbeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel Command-C drücke am Mac, um das zu kopieren und ich drücke auf Command-V, kann ich es nicht einfügen. Ihr könnt auf dieser Seite das Logo oder das, was ihr plotten wollt, nicht vermehren. Das müsst ihr immer auf der anderen Seite machen. So, hier könnt ihr das so oft vermehren, wie ihr wollt und könnt die dann hier auf der zweiten Seite wieder anordnen, die Größe auswählen und auch ausrichten. So, es gibt dann noch mal die Funktion automatisches Anordnen. Dann dreht er das gleich so, wie es passend ist. So, und dann wissen wir jetzt ja natürlich nicht, wo die Folie ist. Gut, bei dem Stück, was wir jetzt reingelegt haben, wissen wir, der gesamte Bereich ist voll mit der Folie. Kann aber auch sein, dass man sich nur ein kleineres Stück, zum Beispiel wie dieses Stück jetzt eingelegt hätte. Das ist ein Reststück von dem, was ich schon geplottet habe. Das habe ich natürlich nicht weggeschmissen. So, wenn ich das da einlege, weiß ich ja nicht, wo die Folie aufhört und wo sie endet.
Also können wir hier oben mit der Funktion Bild aufnehmen tatsächlich ein Foto von der Platte machen, wie das da drin aussieht. Das dauert einen Moment, und jetzt sehen wir genau, wo die Folie ist. Ich kann euch das jetzt nochmal genau zeigen. Ich nehme mal hier so einen Sticker von mir, lege den da rein, mache jetzt noch einmal ein Foto, und jetzt sehen wir genau, da zum Beispiel wäre der Sticker. Und das ist jetzt mein Beispiel, da könntet ihr dann noch sehen, wo die Folie aufhört. Zum Beispiel hier unten, wir sehen ja, dass es über den Plotterbereich hinausgeht. Ich werde den Sticker einmal wieder rausnehmen, denn wir wollen ja die ganze Folie plotten. Und dann werde ich mir jetzt ein Logo mal ganz groß machen, am besten so groß es geht, denn ich will es mal einmal richtig groß haben, weil meine anderen Folien, die ich habe, die sind nicht ganz so groß wie die Originale von Bambulab. So, das passt hier noch so rein, das passt. Automatisch anordnen. So auf, dann richtet er mir das jetzt alles hier noch so schön aus. Dann können wir das jetzt noch mal ein paar Mal hinzufügen. Er wählt das aus, ich mache jetzt noch mal ein paar verschiedene Größen. Wenn ich dann schon mal dabei bin hier, automatisch anordnen. Die Funktion ist einfach richtig klasse. Das ist auch noch so groß. Guck mal, jetzt hat er das selbst hier oben hingeschmuggelt. Das ist immer ganz gut. Ich vermehre mir das noch ein paar Mal. Dann richte ich das noch ein bisschen manuell aus. Zack. Jetzt würde ich sagen, haben wir den Platz ganz gut ausgenutzt. Ich kann hier noch eine Form hinzufügen. Das ist nämlich auch noch ein Feature. Wir haben hier auf der linken Seite einmal die Funktion Bild einfügen. Wir können aber auch hier in die Bibliothek gehen und uns ein paar andere Sachen ausschneiden lassen. Zum Beispiel hier so ein Stern. Da müsst ihr jetzt aber auch ganz wichtig darauf achten. Hier sagt er nämlich jetzt Laserlinie. Das will ich nämlich gar nicht. Wir müssen auch hier sagen, wieder einfach schneiden. Sonst kombiniert er das. Auch den können wir ausrichten, wie wir wollen. Hier können wir dann aber auch noch zum Beispiel ein bisschen runterscrollen. Hier kommen auch Emojis und dann kann man auch richtig in die Ordner reingehen. So, und dann gibt es halt noch eine viel, viel größere Auswahl. Und das finde ich ziemlich cool. Zudem könnt ihr dann halt noch Rechtecke und Ellipsen und so Dreiecksbögen machen. Ist ein bisschen komplexer, macht nicht so richtig Spaß. Dann können wir hier noch so Linien und Schriften machen. Hier können wir dann Texte machen, das funktioniert auch ganz gut. Wir können QR-Codes erstellen oder wir können halt auch Kalibrierung machen. Das zeige ich euch aber noch mal in einem anderen Video mit dem Laser, weil da macht das ein bisschen mehr Sinn. Ich gehe wieder auf Vorbereiten. So, und jetzt machen wir noch mal ein Foto, dass wir auch sehen, dass der Sticker wieder raus ist. So, das sollte alles soweit passen. Den großen richte ich noch ein bisschen aus, dass nichts überschneidet hier. Und dann würde ich sagen, drücken wir hier unten einmal auf Make. Achso, fast hätte ich den Fehler gemacht. Wir haben ja noch nichts gespiegelt. Spiegeln aktivieren. Jetzt spiegelt er alles. Das geht nämlich hier oben. Spiegeln, zack. Jetzt können wir nochmal automatisches anordnen. Dann ordnet er uns das wieder an. Er ist jetzt ganz anders angeordnet. So, müssen wir mal gucken, dass wir das jetzt nochmal nachbearbeiten. So, jetzt habe ich das alles nochmal ein bisschen händisch nachgeordnet. So, dass nichts anstößt, weil das macht er manchmal nicht ganz so toll. Manchmal überlappt dann trotzdem was. Wir haben die Folie ausgewählt, die Dicke der Folie. Jetzt können wir uns noch die Vorschau hier anzeigen lassen, wie er das dann schneidet. Und dann können wir nämlich hier eigentlich auf Make gehen. Irgendwo ist noch eine Überschneidung. Funktioniert das denn jetzt nicht so, wie ich das will? So, nichts überschneidet. Das hat funktioniert. Jetzt drücken wir auf Make. Hier sagt er noch einmal feine Spitze und die Schnittplatte mit Light Grip. Also kinderleicht, er sagt euch eigentlich genau, was ihr nehmen müsst. Da kann man dann nicht groß was falsch machen. So, jetzt hier am Drucker macht er nochmal einen automatischen Plattencheck, automatischen Materialcheck macht er. In dem Fall hat er jetzt da keinen QR-Code drauf, das heißt, das Checken funktioniert nur so halb. Jetzt guckt er nochmal einen Schnellspannhebel, Installationsmodul, blablabla. Können wir auf Weiter drücken und jetzt können wir schon hier oben diesen weißen Button drücken. Der blinkt jetzt auch. Für eine Sekunde gedrückt halten. Dann startet er und dann kriegen wir hier oben das Bild, was er macht. Aber dadurch, dass das jetzt kein gefährlicher Vorgang ist, wie Lasern oder so, können wir bedenkenlos die Tür aufmachen und er wird das jetzt auch einfach so machen. So Freunde, fertig ist das geplottete Folienstück auf dieser Platte. Und jetzt geht es nämlich einmal an das Entgittern. Und da habe ich hier meine Werkzeugkiste. Da sind lauter Werkzeuge drin. Das war so ein ganzes Set. Hier so eine Nadel. So ein Roller, den habe ich extra gekauft. Wir haben hier noch einmal eine Schere. Dann nochmal so ein Entgitterungswerkzeug und noch viele andere Spachtel und so.
Habe ich euch hier unten auch in der Videobeschreibung verlinkt. Würde ich empfehlen, kostet irgendwie einen Zehner. Aber ohne das geht es gar nicht. Und so sieht das jetzt einmal aus. Und jetzt müssen wir uns irgendwo hier mal in der Ecke einmal die Folie hochpieken. So, zack. Und dann ist das, merkt ihr schon, ist das so eine Gummifolie. Und die können wir jetzt einfach abziehen. So, gucken, dass wir möglichst nichts mit wegreißen, was wir eigentlich behalten wollen. Also achtet auf I-Punkte und sowas. Aber bei dieser Gummifolie geht das tatsächlich echt super gut. Die ist echt dankbar. Bei der Folie, bei der anderen Klebfolie für Autos und so, ist das ein bisschen schwieriger. Zeige ich euch auch gleich. So, jetzt haben wir das Gröbste hier schon mal weggerupft. Hier ist noch was Großes. Das geht echt gut. Aber dann kommen halt so E's, A's, O's, alles mögliche, wo noch was drin ist. Das müssen wir mal auskratzen. Hier zum Beispiel das P auch nochmal. Da sind überall noch Folienreste drin und die müssen halt raus. Das Gute ist, die kleben jetzt nicht, die sind einfach nur aus Gummi. Bei der anderen Folie, seht ihr ja gleich, da ist das dann noch ein bisschen fisseliger. Das dauert eigentlich meistens länger als das Plotten an sich. So, jetzt können wir das hier abziehen, wenn es komplett entgittert ist. Und so sieht es dann auch halt aus, wenn wir es dann aufbügeln würden. Und jetzt können wir einfach mit einer scharfen Schere uns zum Beispiel die ganzen Sachen ausschneiden. Irgendwo aufpatschen. Aber da fällt mir schon wieder auf, dass ich da nicht richtig entgittert habe. Da fehlt doch schon wieder was. Aber das Gute ist, man kann halt auch mal nacharbeiten. So, so sieht das doch aus. Richtig schön. So kleben wir das dann auf die Klamotten und dann wird gebügelt. So, jetzt einmal eine normale Klebefolie auf dieses Light Grip drauf und zack, reingeslidet. Hier oben schnell die Taste drücken. Ich habe das schon mal raufgeschickt auf den Drucker. Oh, da sieht man jetzt schön, wie er die Kontur abfährt. Da jetzt erstmal die 3. Jetzt geht es weiter. Ganz gezielt und souverän verfährt er hier und plottet das aus, was ich will. Jetzt natürlich nicht gespiegelt, ganz wichtig. So, kurz warten, das dauert jetzt noch 2 Minuten und dann können wir auch da entgittern. So, the same procedure, this every plot. Ja, das gleiche nochmal. Einfach wieder entgittern. So, jetzt hier irgendwo mal hoch. So, gucken, dass wir auch wirklich das Papier nicht mit hochzieht. Nur die Folie. Und dann jetzt schön auf die I-Punkte achten, Laurens. Ich finde es bei dieser Folie ein bisschen komplexer irgendwie. Zieht er auch gern mal irgendwie einen Buchstaben mit hoch, den er nicht mit hochziehen soll. Oh. Jetzt hat er da schon den halben Buchstaben mit weggerupft. Und echt immer hinterher sein. So, muss man mal gucken, dass das nicht wieder an sich selbst irgendwo anhaftet und wieder was kaputt reißt. Ah, so. Alle I-Punkte da. Ja, sehr gut. Jetzt wieder alles innen drin einmal entgittern. Whopper. Desto größer das Logo, desto angenehmer ist es natürlich. Desto kleiner, desto komplexer wird das. Das Doofe ist, die kleinen Fissel, die kleben halt jetzt auch wieder, ne? Whopper. Das heißt, da müsst ihr mal gucken, dass ihr die auch gleich wieder einfangt. Sonst kleben die sonst wo. Schönes Geduldsspiel. Sollte man jetzt auch nichts vergessen, im besten Fall. Scheint alles zu sein. So, jetzt kommen wir zum wichtigeren Teil. Ich lasse das jetzt immer noch mal so da drauf, weil das da immer schön gerade ist. Und jetzt brauchen wir eine gute Transferfolie. Hier habe ich so eine ganze Rolle bestellt. Die dann einmal da rüber. Whopper. Lieber ein Stück größer. Mal eine Ecke abziehen. Und irgendwie versuchen, das relativ gerade mal irgendwo hinzukleben. Und dann einen möglichst großen Spachtel. Und dann ziehe ich mir das eigentlich so rüber. Oder man zieht nur an dieser einen Ecke. So, gucken. Warum ist die denn jetzt eingerissen, die Folie? Ach du Scheiße. Ach, na toll. Das ist, wenn man billige Transferfolie kauft. Siehst du, jetzt habe ich schon das halbe Logo mitgenommen. Ach Mann, warum ist das hier gerissen? So,
So, ein bisschen überlappen lassen. Ordentlich feststreichen. So, und dann nochmal alles schön glatt streichen. Jetzt haben wir das einmal richtig schön fertig. Jetzt müssen wir die noch voneinander trennen. So, woppa, woppa, woppa. Jetzt haben wir den ersten großen Sticker. Jetzt mache ich mir noch so einen kleinen hier einmal fertig. So, jetzt haben wir schon mal so einen kleinen ausgeschnitten und den können wir jetzt gleich einmal aufkleben. Hier zum Beispiel habe ich schon auf mein MacBook geklebt, auf die Hülle. So, jetzt wollen wir das gleich einmal aufkleben. Ich mache das jetzt mal auf meine Absaugung. Und was wir dafür brauchen, ist eigentlich nur irgendein Spachtel. Und zum Beispiel mal diesen kleinen. Und dann empfehle ich euch immer noch mal so einen Piker mitzunehmen. Denn manchmal bleibt ein bisschen Papier hängen und dann kann man es ein bisschen abkratzen. Super! Jetzt erstmal noch schön über das Logo stripen. Dass es schön glatt wird. Jetzt die zwei Folien wieder vernünftig voneinander getrennt kriegen. So, zack. Dass das halt wirklich alles an der Transferfolie haften bleibt. Oh, das sieht super aus. Sensationell. So, und dann können wir das jetzt hier hinkleben. Gucken, dass es auch gerade wird. Das ist meine Spezialität. So. Hoffentlich ist das einigermaßen gerade. Jetzt können wir das wieder richtig schön mit dem Rakel hier andrücken. Dann schön... Ach scheiße, habt ihr das gesehen? Ja, das war ja jetzt richtig hässlich. Ach Mann, es war gerade so schön. Probieren wir es von der anderen Seite. Zack. Durchgerissen. Ah. Das ist vielleicht auch nicht die beste Untergrund hier. So. Aber man kann das manchmal nur retten, so ein bisschen anliften wieder. Dann findet man auch eigentlich immer ganz gut die originale Position. Ist doch nicht ganz hässlich geworden, würde ich sagen. Eigentlich ganz cool. Ich muss es aber auch noch ein bisschen üben, wann man wie wo drückt und wie man die Folien abzieht. Wenn ihr Tipps habt, schreibt das gerne unten in die Kommentare. Dann können sich das die anderen auch durchlesen. Und so werden wir alle ein bisschen bessere Folierer, Plotter. Sehr gut. Und jetzt würde ich sagen, zeige ich euch noch einmal, wie man die Bügelfolie auf das T-Shirt und auf eine Cappy bekommt. So Freunde, willkommen in Muttis Bügelstudio. Ich habe hier jetzt schon mal ein bisschen rumprobiert. Ich habe ja gestern, das geht natürlich über ein paar Tage hier, ich habe gestern Abend noch ganz lange ganz viele Sachen ausgeplottet und jetzt mache ich mir meine eigenen T-Shirts. Also, hier zum Beispiel H2D ausgeplottet. Das ist noch auf so einer Folie drauf. Zeige ich euch auch noch mal, wie man das macht. Total geil. Das legt man jetzt hier hin und dann gibt es dieses Teflon-Stück Papier hier. Das legt man drauf und dann kommt man mit einem Bügeleisen und bratzelt das darauf. Geil, muss man auch gar nichts machen. Einfach ein bisschen warten. Ohne Dampf bügeln. Ich habe eben auch einen mit Dampf gemacht, ist nicht so gut, wenn es nass wird. Funktioniert auch, aber ohne ist, glaube ich, deutlich besser. Schön anpressen hier. Das ist wirklich was für jeden zu Hause. Das ist so geil, was man aus so einem 3D-Drucker jetzt plötzlich rausholen kann. Jetzt stehe ich hier am Muttis Bügelbrett und mache meine eigenen T-Shirts. So, zu sein. Ziehen wir es mal ab. Boah, es ist einfach so leicht. Ich verstehe nicht, warum das so toll ist. Wahnsinn. Guck hier oben, Bambulab-Logo, zack, das gleiche, einfach Wupp hin, Bügeleisen, zack, draufbratzeln. Da hast du innerhalb von einer halben Stunde hast du dein eigenes T-Shirt designt, geplottet und gebügelt und du kannst es anziehen. Oberhammer. So, das müsste jetzt auch, glaube ich, gleich schon genug sein. Das geht echt so schnell. 10 Sekunden hin und her. Oh, das sieht so edel aus. Zack, und schon ist es drauf. So, machen wir jetzt hier noch ein kleines Bambulab drunter oder lassen wir das? Ich habe hier so viele Sachen mir schon ausgeplottet. Mal gucken, was wir da jetzt noch nehmen. Nehmen wir mal das kleine Bambulab hier. Zack, das machen wir noch da unter. So, schön ausrichten. Jetzt gucken wir mal, dass wir nicht mit aufs andere drauf bügeln. Schön nur die Schrift. Game Changer, würde ich sagen. Da passt der Titel auch mal wirklich. Guck mal hier. Innerhalb von ein paar Minuten so ein tolles
Bambulab-T-Shirt hier gemacht. So schnell geht das. Innerhalb von Minuten einfach ein richtig schönes T-Shirt designt. Ärmelaufbügler, check. Seitenaufbügler, check. Hier unten schön H2D. Bambulab, 2 Farben. So toll. Geil, das ist ein Gamechanger. Jetzt mal ein kleines Gag-T-Shirt hier. Wer versteht's? Wer kennt's? So, zack. Hier die Folie darüber und dann großzügig mit dem Bügeleisen drauf. Wir müssen auch gucken, dass wir alles schön gleichmäßig bebügeln jetzt. Nicht, dass nachher nur eine Sache hält und die anderen nicht. Das ist mal wieder Learning by Doing. Ich weiß gar nicht, wie lange ich das da drauf halten muss. Aber die Temperatur kann man am Bügeleisen auch gar nicht einstellen. Also ich halte das einfach nach Gefühl mal drauf. Hat ja bis eben sehr gut funktioniert. So, das sollte reichen. Vorsicht, alles heiß, ne? Auch die Folie wird sehr warm. So, beim Herz hatte ich eben schon einmal geguckt. Ah, das sieht gut aus. Zack. Ey, das geht echt zu einfach. Das kriegt jeder da draußen hin. Ey, ist das toll. So schnell und einfach gemacht. Zack, hat man hier so T-Shirts fertig. Super cool. So, jetzt machen wir mal eine Cappy. Denn meine Cappy, die ich aufhab, die ist ja noch grau. Und das ändern wir jetzt. Also Cappy runter und Logo drauf. So, beim Cappy ist das jetzt ein bisschen schwieriger, denn wenn man so was Großes da drauf machen möchte, ist eine Wölbung. Man muss gucken, dass es alles schön untereinander gerade wird. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt mit dieser Folie da hinkriege, weil man muss es auch gleichzeitig festhalten. Profis haben dafür extra so Spezialkonstruktionen. Aber mal gucken, das sollte aber auch so möglich sein. Ist auch so möglich. Was machen wir hier? Bambulab, das zerschneiden wir noch. So, dann fangen wir hier unten mit dem H2D an. Ich mache das mal ohne diese Superfolie da, damit ich sehe, was ich mache. Sonst verrutscht mir das noch. Jetzt machen wir das Lab da drüber. Einfach so lange anbügeln. Ach, scheiße. Das war nichts. Also man darf nicht nochmal auf die Folie mit dem Bügeleisen kommen. Das muss man sich merken. Aber vielleicht kriegen wir es noch runtergekratzt. Ja, scheiße. Da versaue ich mir die Cappy hier. So, Cappy ist doch noch was geworden. Ein paar kleine Fissel müsste ich nochmal nacharbeiten. Ich habe das ein bisschen rübergebrutzelt. Und ich habe mir jetzt nochmal Gedanken gemacht, wie man das noch besser hinkriegt. Pro-Tipp am Rande. Man nimmt sich so ein großes Stück Transferfolie, aber die ist schon an dieser Folie dran. An dieser Bügelfolie, anders als bei den anderen Folien, trägt die eigentliche Stofffolie schon die Transferfolie, weil die so aus Gummi ist. Und mein Tipp ist es, man nimmt sich so ein großes Stück, was man schon irgendwo abgerissen hat und klebt sich dann zum Beispiel wie hier, zack, das schon mal so alles auf eine Folie, dann sind die Folien doppelt, so wie man das haben will. Dann hätte man das schon fertig. Das ist doch gut, das könnte man jetzt hier auch nochmal hinmachen. Probieren wir das mal. So, jetzt habe ich das zusammen. Ich will das hier nochmal auf dem Ärmel drauf haben. Positioniere ich das so, wie ich das will. Dann habe ich unsere Bügelfolie besser. Und dann schön draufhalten. Und jetzt, obwohl wir hier doppelte Transferfolie haben, zack, machen wir jetzt die eine ab, die andere, noch eine, zack. Und so kann man sich das dann schon vorher schön ausrichten. Dann wird das ein bisschen gerader als auf meiner Cappy. Zack, es ist halt einfach super schnell und einfach gemacht. Kriegt man so schnell so coole T-Shirts mit hin. Das ist der Aufpreis. Der lohnt sich auf jeden Fall. So, jetzt wollen wir das nochmal mit dem Stift hier ausprobieren. Ich baue das gleich einmal zusammen. Im Programm sehen wir jetzt schon, ich habe hier zweimal Hallo Freunde geschrieben. Einmal könnt ihr sehen, Linie zeichnen habe ich ausgewählt. Und dann habe ich nochmal einmal füllende Zeichnung. Vorbereiten. Ich habe hier schon mal ein Stück Pappe aufgeklebt. Das ist von der Verpackung vom Bambulab. Da waren nämlich so ein paar Folien, die ich bestellt habe. So eine Reflexionsfolie, da war das drin. Und da habe ich uns was rausgeschnitten, weil das ist die richtige Dicke quasi vom Material. So, dann machen wir jetzt noch eine Fotoaufnahme, damit wir das ausrichten können. Während ihr das Foto macht, können wir einmal, würde ich sagen, das hier zusammenbauen. Also, wir haben einmal dieses Hauptteil hier und dann haben wir noch dieses Teil zum Verschrauben. Das kommt hier oben rein. Ganz locker schon mal reinschrauben.
Und dann hat Bambulab uns 2 Stifte mitgeliefert, einen roten und einen schwarzen. Das sind halt ganz normale Permanentmarker. Und die müssen wir dann hier unten einfädeln. Zack. Und dann können wir das hier schon leicht festschrauben. So, aber da gibt es noch diese Kappe, die brauchen wir gleich. Dann mache ich die Kappe ab. Und dann kann man nämlich dieses Teil hier so draufsetzen. Und dann müssen wir den Stift so lange reinschieben, bis er dann unten aufsetzt. Da drin ist so ein Gummipad. Und dann festschrauben. Hier drin befindet sich so ein Gummipad. Da seht ihr auch, da habe ich jetzt drauf gemalt. Und so sieht das Ganze jetzt aus. So, jetzt ist das quasi startklar. Und jetzt geht es noch um hier drin. Das ganze Ding sitzt ja hier fest. Wir können einfach hier unten dran ziehen, wupp, bis es rausrutscht. So, und genauso wie wir es da rausgezogen haben, können wir auch den Stift reinstecken. Einmal da rein. Ich habe das noch nie gemacht. So, zack, eingerastet. Ist dann auch ein bisschen federnd. Ein bisschen lapprig, aber sonst geht's. So, und damit können wir jetzt angeblich malen. So, wir richten hier noch einmal unsere 2 Sachen aus, die wir machen wollen. Und gehen mal hier auf Make. Er sagt noch, dass das Schneidmodul verbaut ist. Ist es aber gar nicht. Wie können wir das denn jetzt umstellen hier? Ah, jetzt hat er es erkannt. Nochmal rein und raus. Und dann hat er es erkannt. Jetzt steht nämlich oben auf dem Display. Hier ist nämlich jetzt auch der Stiftehalter abgebildet. Und jetzt können wir nämlich sagen, hier vorbereiten, zack, Make. Jo, alles klar. Schicken wir mal rüber. Mehr als crashen kann es jetzt ja quasi gar nicht. Kalibriert wieder. Bin mal gespannt. Bin mal gespannt, ob ich irgendwann nochmal den Note-Aus verwende oder nicht. Ich werde ihn verwenden. Müssen, leider. Ich rieche das schon. So, wir starten. Gewinne, gewinne, gewinne. So, wir starten. Die nächste Runde geht rückwärts. So, er hat jetzt schon einmal gepunktet. Noch eine Kalibrierungsfahrt. Jetzt geht's los. Das klingt aber lustig. Oh, das sieht aber schon cool akkurat aus. Jetzt macht er das Ganze nochmal, aber jetzt sieht das Ganze aus, als würde er das so machen, wie der Laser arbeitet. Also Strich für Strich. Von oben nach unten abarbeiten. Und das dauert jetzt auch 10 Minuten. So Freunde, und damit sind wir jetzt schon am Ende dieses Videos quasi angekommen. Wir haben wirklich von A bis Z hier heute mal Sachen geplottet. Wir haben erstmal alles eingerichtet, wir haben sogar das Lasermodul eingerichtet und die Absaugung ist angeschlossen. Das heißt, wir sind jetzt wirklich fürs nächste Video startklar. Wir können dann auch wirklich lasern. Spoiler, ich habe natürlich schon gelasert. Habe ich euch auch im Video gesagt, der Drucker ist jetzt auch schon eingesaut. Naja, auf jeden Fall haben wir sehr viel geplottet. Wir haben sehr viele normale Folien geplottet. Ich habe mir eigene Sticker gemacht in verschiedenen Farben. Ob grau, orange oder schwarz. Also auch wirklich sehr große Sachen. Mal gucken, wo ich das hinklebe. Ich habe dann auch meine ersten Aufträge quasi sozusagen abgearbeitet mit dem Plotter. Und da muss ich wirklich sagen, das ist eine richtig coole Funktion. Und wenn ich mir einen zweiten H2D kaufen würde, der keine Laser-Kombo ist, dann würde ich auf jeden Fall das mit dem Plotten nachrüsten, denn das ist eine saubere, schnelle, angenehmige Geschichte und man kann halt super schöne Sachen machen. Ob jetzt für Autobeschriftung oder für eure kleine Nebengewerbe oder einfach nur für eure Kinder oder Familienmitglieder. Das ist wirklich eine schöne Geschichte und vor allen Dingen die Sache mit den Textilfolien ist wirklich cool. Ich habe es hier nochmal an. Man hat hier innerhalb von Minuten ein so cooles T-Shirt fertig gemacht. Also da hat man jetzt auf jeden Fall für jeden Geburtstag das richtige Geschenk für die richtige Person am Start. Einfach ein bisschen, eine halbe Stunde was plotten und man hat einfach rucki-zucki ein schönes Geschenk. So wie zum Beispiel auch hier. Ha! Das T-Shirt, ein Herz für Anton. Wer hat es verstanden? Schreibt es mal unten in die Kommentare. So, wir können aber nicht nur plotten, wir können auch malen. Diese Funktion habe ich ja eher weniger behandelt, aber auch das funktioniert sensationell mit dem H2D. Also bin ich wirklich erstaunt, ziemlich cool. Wofür braucht man das? Ich weiß es nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn ihr Kinder zu Hause habt, da
kannst du so schnell, so einfach tolle Ausmalbilder machen. Zack, lädst ein Blatt Papier rein, malst deinem Kind was vor, kann das Kind das schön 3/4 Stunde ausmalen. Allein dafür ist es schon wieder schön. Oder wenn man irgendwelche Baupläne hat, die man auf ein Werkstück übertragen möchte, einfach hier drauf zeichnen, aufs Blatt Papier aufkleben und nacharbeiten. Man muss natürlich nicht den Original-Edding da benutzen oder diesen Original-Permanent-Marker, der dabei ist. Man kann natürlich auch andere Stifte einspannen. Muss man mal gucken, wie man das macht, dass man die Stifte auf die richtige Dicke bringt mit Klebeband oder man druckt sich irgendein Adapterteil oder man druckt sich die Halterung ein bisschen anders. Da gehe ich vielleicht irgendwann nochmal drauf ein. Allgemein, wenn ihr irgendwas wissen wollt, wie das funktioniert oder was ich als nächstes einmal euch zeigen soll, mein Plan ist es jetzt in den kommenden Wochen nochmal ein Video zu machen, wo ich wirklich von der Idee über die Konstruktion, das technische Zeichnen, die Materialauswahl, über die Fertigung, wirklich ein Bauteil zu kreieren, wo wir 3D drucken, plotten, lasern. So ist der Plan. Aber dafür würde ich sagen, müssen wir uns erstmal noch ein bisschen mehr mit dem Laser beschäftigen. Und das seht ihr nämlich als nächstes hier auf meinem Kanal. Also wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert meinen Kanal, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten kommentiert eure Meinung unten in die Kommentare. Ich lese mir jeden Kommentar durch und antworte eigentlich auch jeden. Und ich sage damit vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns wie immer. Bis gleich, Freunde.